Hallo Leute, das ist das zweite Let's Play auf diesem Kanal. Nach Shadow Hearts From the New World geht es jetzt weiter mit Final Fantasy X. Ich muss sagen, ich bin ein großer Final Fantasy Fan. Mein erstes Spiel war zufälligerweise der Nachfolger Final Fantasy X-2. Danach habe ich aus Final Fantasy X gespielt. Und wenn man vom Nachfolger so begeistert ist, dass man die Serie beibehalten will und Fan davon wird, dann muss das schon einiges heißen, denn der Nachfolger Final Fantasy X-2 war nicht so berauschend. So, fangen wir mal an, genießen wir mal das Intro, dann rede ich weiter. Viel Spaß. Achso, ja, wir wählen natürlich das Standard-Zverobrett. Weil wir es uns ja nicht schwerer machen wollen als nötig. Listen to my story. This may be our last chance. So, wir können ihn offiziell steuern, jetzt geht's los. Bei Final Fantasy X. Das ist der erste Final Fantasy Teil, der für die PlayStation 2 erschienen ist.
Man merkt es auch direkt daran, dass es hier Sprachausgabe gibt, auch wenn ich die Charaktere anquatsche. Die reden mit mir auch nicht nur in Szenen, sondern auch so allgemein. Ja, das Spiel spiele ich nicht blind. Auch nicht mal halb blind, wie bei Shadow Hearts 3, wo ich die Hälfte nicht mehr wusste. Hier kenne ich von der Story eigentlich jedes Detail. Auch wenn ich nicht weiß, wer in welcher Szene was sagt, das ist klar. Aber ich kenne die Story eigentlich nahezu komplett. Ich weiß, was wann passiert. Ich weiß, wer wie zusammenhängt. So, wir werden hier mal gucken, ob wir 100% angehen. Die schwarzen Bestias, da habe ich noch so ein bisschen Bammel. Was wir nicht machen werden, ist oft Blitzball spielen. Das mag ich nämlich nicht. Also, wer ein großer Blitzball-Fan ist, ist jetzt hier wahrscheinlich falsch. Wir werden das in Luca machen, so viel wie es nötig ist, und dann mal gucken. Vielleicht ein paar Preise erspielen, und wenn es ganz hart kommt für Wacker, müssen wir auch ein bisschen Blitzball spielen, weil wir dafür die Lunaris-Waffen das entscheidende Siegel haben wollen. Ja, also das ist der Hauptcharakter des Spiels. Ich kann ihn gleich frei benennen, aber ich nenne ihn so, wie er vorgegeben ist. Tidus. Also viele nennen ihn Tidus, ich werde ihn Tidus nennen, also wie er in Deutsch ausgesprochen ist, Tidus. Ja. Ansonsten, wo wir hier sind, das werden wir gleich noch wissen, das werden wir gleich noch kennenlernen. Und in der nächsten Folge renderten FMV, also richtigen großen Szene, kommt dann auch das beste Stück des Spiels, wie ich finde. Ja, Otherworld. Gerade eben kam das zweitbeste im Intro. Mit Susanna Kent. Man hat auch gemerkt, dass die Übersetzung dieses Spiels, sie ist gut, aber sie ist nicht sehr gut. Also man hat es ja schon gemerkt mit dem Listen to my story, this may be our last chance, und die Übersetzung war halt genau andersrum. Also im Deutschen. Es gibt noch später ein paar Sequenzen, wo es auch berühmt ist, die Übersetzungsfehler. Werden wir sehen. So, jetzt fangen wir einfach mal an. Achso, ich spiele das übrigens mit Steuerkreuz und nicht mit Analogstick, deswegen sehen hier die Bewegungen manchmal ziemlich verrückt aus. Can you sign this? No problem. Selbstverständlich. Also ich nenne ihn Tidus, wie bereits gesagt. Das ist recht so, ja. Alrighty. Me too! Take it easy. Also man sieht, die Welt sieht sehr futuristisch aus. Das ist übrigens einer dieser Blitzbälle. Damit spoilere ich jetzt noch nicht so viel, weil wir werden das sehen, für die wichtig sind. So. Haben wir was mitzuteilen? Can I have your autograph? Of course. Ich spiele das übrigens nicht mit Komplettlösung. Good luck tonight! Aber wenn ich in den Nothing to worry about. Tempelquest hänge, dann werde ich schon mal reingucken. Oh, if I score a goal, I'll do this. That will mean it was for you, okay? Ja, das schauen wir ja. What seat? Die rechts sieht 5 Jahre älter aus als die linke. Fifth from the right! Got it. Thank you! Man merkt, die Leute sprechen auch außerhalb der Well, gotta go. der Szenen mit einem Inton. 2, 3... Teach us how to blitz! Hey, I got a game to play. Then teach us after! Maybe tonight, You can't tonight. I mean tomorrow. Promise? Promise. Hat Tidus sein Team? I was in a coffee shop running away from home when I heard the news. Our hero, Jet, gone, vanished into thin air.
My dad must have been his biggest fan. I knew how sad he'd be. Heck, we all were that day. Zanar, I says to myself, what are you thinking? I went running straight back home. We sat up talking about Jack all night. My dad and I never talked so much. Whoa. Didn't mean to reminisce, folks. Anyway, 10 years later, the Jack Memorial Cup tournament is today. The two teams that have won through to the finals are, of course, the Abes from A East and the Duggles from C South. I know there's a lot of people out there today to see the star of the Abes. In just 1 year, he's become the team's #1 player. He's Jack's blood and a new hope of Blitzball. What kind of super play will he show us today? Will we see his father's legendary shot? I don't think I'm the only one excited here, folks. Make way, make way! Also der da gerade gesprochen hat, wird auch noch wichtig. Relativ wichtig ist auch der vorhin gesagt hat zu Tidus, you can't, also dass er halt auch noch nicht kann, um den Leuten was beizubringen. Auf den sollte man auch nicht vergessen. Ja, mehr verrate ich jetzt nicht. So, wenn wir dort jetzt in dieses Stadion betreten, kommt eine wirklich geile Szene, die für mich das eigentliche Intro ist. Viel Spaß. Mit Other Worlds. Yeah. So schnell kann sich eine wirklich schöne Szene, Finale des
So, wer da gerade geschossen hat und wer dieser Mann in Rot war, auch interessante Fragen, die sich auftun. Mal sehen, ob wir die gelöst bekommen. Da steht zufälligerweise dieser Mann in Rot und der ist von Tidus What are you bekannt. doing here? I was waiting for you. What are you talking about? Ja, das ist Oren. Im Übrigen mein Lieblingscharakter des gesamten Spiels. Warum? Die Coolness und vor allem der Hintergrund in der Story. So, die wollen alle nicht mit mir sprechen. Übrigens habe ich überlegt, ob ich stattdessen Final Fantasy 12 spiele. Macht vom Gameplay her, finde ich, noch mehr Spaß als Final Fantasy 10. Ist aber von der Story her natürlich nicht so gut. Ich habe mich dann doch hierfür entschieden, weil ich das schon länger nicht mehr gespielt habe. Bestimmt schon 6, 7 Jahre her. Naja. Ich meine, der Nachfolger 10.2, der macht auch Spaß, aber kann das von der Story her auf keinen Fall mit dem Spiel mithalten. Und kann vom Spielspaß ja nicht mit Final Fantasy 12 mithalten, deswegen, zumal wenn ich 10.2 wirklich hätte anfangen wollen zu spielen, hätte ich natürlich mit 10 angefangen. So, jetzt schauen wir mal weiter, was hier, warum der Ofen brennt. Da ist er wieder. It begins. What? Don't cry. Schnell die Zeit angehalten. Die Stadt hier heißt übrigens Senna-Kent, wo wir sind. Huh? Hey, wait! Jetzt geht's los. Jetzt kommt ein wichtiges Element von Rollenspiel ins Spiel. Kämpfe. We call it sin. We called it sin. Sin? Take it. A gift from Jekt. My old man? Funktioniert alles. Jekt ist übrigens der Vater von Tidus und hier in dieser Welt ein ziemlich bekannter Blitzball-Star. Also wenn nicht sogar der Blitzballspieler überhaupt. Beim Fußball vielleicht mit Messi zu vergleichen oder Maradona früher, Pelé. Sein Sohn, auf den ruhen halt auch viele Erwartungen und der ist halt wirklich gut. I hope you know how to use it. These ones don't matter. We cut through. Anscheinend gibt es keine Einleitung. Also hier laufen die Kämpfe rundenbasiert ab und zwar taktisch rundenbasiert. Also eigentlich so wie bei Shadow Hearts. Man sieht hier auch, wer wann dran ist. Man kann das vor- und zurückspulen. Also hier, wie ich sehe, mit rechts, mit R1 und R2 kann ich runterscrollen. Ich bin zuerst dran, dann ist das Monster C dran, dann Oren und so weiter.
Und im Gegensatz zum Beispiel zu Final Fantasy 7, 8 oder 10, 2 gibt es hier auch keinen ATB-Balken, der hier runterläuft. Also ich habe unendlich viel Zeit, ich kann hier noch 3 Stunden sitzen und zugucken. Es läuft alles gleich ab. So, was haben wir für Items? Ein paar Potions und ein paar Phoenix-Federn. Die brauchen wir jetzt alle nicht. Wir können Waffen, Rüstungen tauschen und hier gibt es dann noch ein bisschen mehr, wenn da unten dieser gelbe Balken voll ist. Unter dem Namen von Tidus und von Auron kann man noch ein paar Ekstasen einsetzen. So, wen greifen wir denn an? Wir greifen Monster. Also wir können nur eins einsetzen. Übrigens gibt es hier einen Trick, man kann jetzt hier schon verschiedene Ekstasenstufen lernen, indem ich Auron umbringe und Tidus so lange kämpfen lasse, bis er alle Ekstasenstufen gelernt hat. Das machen wir jetzt nicht, weil es erstens nicht so viel Sinn macht, jetzt schon alle Ekstasenstufen zu lernen und zweitens brauchen wir einfach zu lange dafür. So, jetzt wäre es taktisch natürlich klug, sich um das Monster zu kümmern, was als nächstes dran ist, nämlich ihn. Das sind übrigens Zinsschuppen, gegen die wir kämpfen. Also Schuppen von diesem Vieh. Also er hat eine große Schuppe abfallen lassen, das ist dieses pflanzenähnliche Ding, was da oben an dem einen Hochhaus hängt. Das tut im Endeffekt Larven schlüpfen lassen. Wenn man sich hier nicht bewusst tötet, kann man hier übrigens nicht sterben in diesen ersten Kämpfen. Vernichten ist auch so ein Teil, wenn man... ich weiß nicht genau, wie das mit Vernichten war, weiß ich nicht mehr genau. Auf jeden Fall gibt es dann mehr Boni nach dem Kampf. Was da jetzt genau die Voraussetzung war, weiß ich nicht mehr. Der erste Zwischenboss. Man kann hier übrigens auch nicht verlieren, außer man tötet sich selber. Das Vieh kann immer nur Gravitas, also es zieht immer 1/4 der Lebenspunkte ab. Jetzt hoffe ich natürlich, dass mein Controller, aber ich spiele ja bei Emulator, ich hoffe, dass der Controller jetzt richtig konfiguriert ist, ansonsten wird das hier mit Aurons Ekstasen nicht funktionieren. Mal sehen. Ne, ist nicht richtig konfiguriert. Ansonsten hätte ich viel mehr Schaden gemacht. Das ist natürlich schade jetzt. Muss ich mir das nächste Mal nochmal angucken, wie das genau ist. Tidus, seine Ekstase funktioniert auch ohne, dass ich die Richtungstasten brauche. So, jetzt sollte ich eigentlich jetzt ist die Szene, wo ich Auron hätte umbringen sollen und mich in den gelben Bereich prügeln lassen soll vorher und dann warten. Das machen wir jetzt nicht. Verzichte ich jetzt auf die jeweiligen Typen der Ekstase. Tidus seine Ekstase kennenlernt, da lernt er dann später mehrere. So einfach. Später kann man dann bei manchen Ekstasen bis zu einen rechten Analogstick drehen. Bei manchen spielen wir Roulette. Bei anderen basteln wir ein paar Items zusammen. Andere beschwören, ja. Werden wir nicht so viel verraten. Zeigen wir mal seinen Kraftbrecher auch noch, damit wir alles mal gesehen haben. Man sieht übrigens die ungefähren Restlebenspunkte von dem Vieh, weil da oben die Flossen immer weniger werden.
man hier nicht sterben kann, werde ich jetzt auch nicht heilen. Sehr stumpfes Draufhauen bisher nur. Jetzt kommt wieder Gravitas, der macht immer dasselbe. Er kann mich damit runterdonnern, bis ich 1 HP habe und dann zieht es nichts mehr ab. Wenn ich dann weiterkämpfen würde, die anderen Gegner würden mich trotzdem nicht umbringen. So. Gewonnen. Das sind Speicherpunkte, hier kann man speichern, außerdem werden wir hier automatisch vollkommen geheilt. Wir werden jetzt auch mal speichern. Hier habe ich schon mal angefangen. Da waren wir damals noch ein bisschen schneller gewesen. Nehmen wir gleich wieder beide Steckplätze. So, wir hätten jetzt theoretisch die Ekstasenstufen lernen sollen, haben wir nicht. Ist nicht so schlimm. Computer wieder kurz ein bisschen was hier macht. Jetzt machen wir weiter. Wir sind voll geheilt. What are you laughing at, old man? Lauren, let's get out of here. We're expected. Huh? Give me a break. Ja, wenn man X drückt, kann man nämlich das Gequatsche abkürzen. Hier sind jetzt ein paar viele Gegner. Was ist das für ein Gerät, was da hängt? Das ist ein bisschen auffällig. Wir sind stark umzingelt von ziemlich vielen Gegnern. Können aber auch hier nicht sterben. Viele machen auch einfach gar nichts. That. Knock it down. What? Trust me, you'll see. Wir können jetzt weiter die Dinger angreifen, dann kommen immer wieder neue nach. Deswegen greifen wir jetzt mal wie abgesprochen diese Dampfwalze an. Ich finde das wirklich angenehm, den Kampfstil. Man hat keinen Stress, man hat alle Zeit der Welt.
Wenn wir die 12 irgendwann die Gegner sogar auf der Weltkarte sehen, oder auf dem im Gebiet sehen. So. So groß sah das gar nicht aus, dass es so eine Explosion verursacht. Komm mal. Go. Blitzballtraining hat sich ausgezahlt. Oren! Oren! You are sure? This is it. This is your story. It all begins here. Hey. Hey! My old man? So, wir sind jetzt in der Zwischenwelt oder immer noch in Senna-Kent. Das ist gerade nicht zu erkennen. Wir müssen irgendwo hinschwimmen und ich überlege gerade, wie ich die Kamera drehen kann. Ah, hier geht's lang. Oh, wenn ich nicht zu viel spoilern will, merkt euch mal diesen Ort. I thought about a lot of things. Like where I was, what I got myself into. I started to feel lightheaded, and then sleepy. I think I had a dream of being alone. I wanted someone, anyone beside me, so I didn't have to feel alone anymore. Anybody there? Oren! Hey! Scheinbar mitten in so Meereswrack sind wir gelandet. Und da hinten ist eine scheinbar etwas schaurige Burg.
Alte Burg, ja. Und es gibt übrigens diesen Unterschied im Sprechstil. Einmal ist das, wenn Tidus hier so während der Szene erzählt, und einmal dieses Kursive, wenn er in der Vergangenheitsform erzählt. Also man könnte meinen, er erzählt hier eine Geschichte. Ja, jemand erzählt die Geschichte über ihn. Im Intro wurde ja gesagt, listen to my story. Vielleicht hat das ja einen Zusammenhang. So, wie kann man irgendwo... Achso, mit Kreis konnten wir tauchen, genau. Hier kommen übrigens keine Zufallskämpfe. Das sind auch Gebiete, wo wir nicht, also so schnell nicht wieder hinkommen werden. Also hierhin, ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt wieder hinkommen. Wir haben gar keine Albets, nein, haben wir nicht, gut. Also Albet ist hier eine bestimmte Sprache. Mehr sage ich dazu noch nicht. Man kann hier, wenn man jetzt schon das Spiel schon mal durchgespielt hätte, man hätte den Spielstand mit sämtlichen Albet-Infos, hätte man sich da schon die ganze Sprache freischalten können. Dann gibt es später ein paar Belohnungen. So. Auf der anderen Seite ist auch noch eine Kiste. Bin ich mir ziemlich sicher. Wo man hier abtauchen kann. Hier muss man es nicht machen. Also ich kann es machen, aber bringt nichts, weil es nichts zu holen gibt. Wo schwimme ich eigentlich schon wieder hin? Das macht natürlich auch so einen bedrohlichen Eindruck. Man ist verlassen, irgendwie im Nichts. Also irgendwie, man ist ja mitten im Nichts, in so einem Meer, in so einer Ruine, man weiß gar nicht, wo man rauskommt. Gestrandet. Ja, das hat schon ein bisschen was Episches, hat das schon. Minuten, das deckt sich mit meiner Aufnahmezeit, das könnte passen. 10 Minuten kann man noch machen für den ersten Part. Die Abzweige ist natürlich sehr auffällig. Anspielung auf später sage ich nur, hier werden wir dann später noch ein halb ausgeschlüpftes Ei finden. Wenn ich das jetzt mal so beschreibe. Also vom Monat, wie das ist, war das ja klar. So, jetzt sind wir ins Wasser gefallen. So, anscheinend. Irgendwie der rechte Analog hier funktioniert nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man normalerweise die Kamera drehen kann. Dort sieht man noch den Speicherpunkt von vorhin, da kommen wir nicht mehr hin. Da ich die Kamera nicht drehen kann, weiß ich ja nicht, in welche Richtung ich muss. Anscheinend geht es automatisch weiter, okay.
ist die normale Kampfmusik. Die macht doch Lust. Das erste Vernichten war wohl ein Volltreffer. Er hat uns doch bemerkt. Ein Vieh, wenn man den Bauch betrachtet, wie prädestiniert, um einen da drin zu fangen. Ich glaube, auch gegen ihn kann man nicht sterben. Genau, er drittelt nicht, er halbiert die HP. Ja, jetzt definitiv, nachdem er es zweimal gemacht hat, definitiv. Da war noch die Kiste zu sehen, die wir vorhin aufgemacht haben. Ja, wenn Tidus jetzt gefressen worden wäre, hier, also das nicht so glimpflich ausgegangen wäre, wäre das ja doch ein gutes Ende gewesen. Spiel vorbei. Also wie sich das Wasser dreht, hat das ja anscheinend ausgepustet und nicht eingeatmet. Das ist natürlich nicht sehr logisch. Aber wir sind erstmal in Sicherheit. I had made it out of the frying pan and into the freezer. I thought I was gonna die in this place. Haben sie eine tropfende, kalte Höhle gefunden. Es gibt keinen Weg in diese Richtung, zumindest nicht raus. Das Grüne auf der Karte sind immer Ausgänge. Wir sind jetzt anscheinend in dieser Burg von vorhin. Könnte auch meinen, ein alter Tempel. Need fire. Das Holz ist mit Sicherheit noch trocken. Also das ist natürlich auch sehr logisch. Hier regnet es überall rein oder beziehungsweise fließt hier das Meerwasser rein, aber das soll natürlich noch trocken sein, also dass man das entzünden kann, das Feuer. Das macht auch nicht unbedingt immer den logischsten Eindruck, aber wir nehmen es jetzt mal so hin. Also das hat mich schon immer aufgeregt. Es ist tierisch nass da drin, aber das Holz soll natürlich noch brennbar sein. So, jetzt haben wir genug geklickt hier. So, falschen Knopf.
scheint es hier nicht zu geben. Den Ausgang unten rechts, da sind wir hergekommen. Gibt es hier noch mehr? Da oben gibt es noch einen Ausgang. Scheint es noch 2 Ausgänge zu geben. Ne, da ist kein grüner Punkt. Das, hier geht es wohl nicht lang. Nee. Müssen wir doch mal hier lang gehen. Keine verwelkten Blumen, sondern also zumindest keine Blumen und Feuersteine. Theoretisch müsste das ja alles gewesen sein, was wir brauchen. Auch wenn dieses relativ, für mich relativ öde Intro vorbei ist, dann freue ich mich schon, wenn es endlich dann ernst wird, wo wir mehr Charaktere haben, wenn wir die Welt erkunden. Auch wenn das Spiel wirklich sehr linear ist, also man hat hier nicht die freie Auswahl an Gebieten, wo man hingehen will. Es läuft ja wirklich von einem Gebiet ins nächste. Dafür ist die Story einfach gut. Die Charaktere sind gut gezeichnet, haben eine gute Hintergrundgeschichte und es macht einfach Spaß, trotzdem, dass man kaum viele Möglichkeiten hat. Aber ich sag mal so, wenn die Story gut ist, dann braucht man sich auch nicht durch Sidequests unnötig ablenken lassen. Sidequests gibt es am Ende noch ganz viel. Wollen wir Feuer machen? Ein Funken aus dem Nichts brennt. Auch wieder sehr realistisch. I need food. What do you want? It was a bad call. Your team lost because of you. You came to say that? It's been 10 years. I thought you'd be crying. Who, me? You cried. Wer ist dieser Junge? Warum hat er so eine komischen Illumina um sich? Hey, wait! Don't go out on me! Just hold on. I'll get more wood. Give me a break!
Sorry für die kurze Verzögerung. Ich musste nur kurz beim Aufnahmeprogramm mal die Zeit gucken und... Ja, es klappt auf jeden Fall alles so. Das ist, glaube ich, der letzte Boss, bei dem wir nicht mehr sterben können. Also bei dem wir nicht sterben können, danach ist dann im Endeffekt das unsterbliche Intro vorbei. Trotzdem mal heilen, weil ich bisher, es kann auch sein, dass wir gegen den vielleicht doch schon sterben können, ich weiß nicht, weil ich habe bisher kein Muster erkannt, wie er mir, also dass er mir genau so und so viel HP abzieht, dass wir das... Okay, das war's anscheinend. Hätte ich doch nicht heilen brauchen, na gut. You on my side? Cool. So. Ach stimmt, jetzt geht der Rest des Kampfs geht mit Riku zusammen weiter. Also Fragezeichen, wir wissen nicht, wie sie heißt. Okay. Also bei ihr, sie sollen jetzt ihre Handgranate verwenden. Also der Charakter heißt Riku. Man kann mit ihr Gegenstände klauen und verwenden. Das ist ihre Spezialfähigkeit, verrate ich jetzt schon mal, um nicht die ganze Zeit um den Reisenbrei herumreden zu müssen. Den klauen wir jetzt auch mal. Wir kriegen sogar Handgranaten. So, wenn wir dann das nächste Mal speichern können, dann ist dann auch Schluss. Für diesen Part ist dann zumindest Schluss. Oh, Gegner besiegt. Was das gerade war, wird auch noch erklärt. Ja, wir haben am Anfang eine Wahl getroffen. Zwischen Profi-Sphero-Brett und Standard-Sphero-Brett. Wir haben das Standard, also den Normalfall gewählt. That was close. Hey, let me go. Redek Drak! Ifin, Irisa, Tekirka! Wa, Edeku! Skemed? Fed! Swivetek Risa! Sralmia, Drakisha Dane. Ifan Petit! Tapuneket Fedrik! Kuno. Fremde Sprache, die sie gesprochen haben.
Könnte dieses Albert sein. Kid, it's Nadja. Hey, that hurts. Sujek, right? Whoa. Okay. Kindness. Right, whatever. Tuli Hood Kabeg? I said I don't understand. Yakumala! Fed! He said you can stay if you make yourself useful. You understand me? All right, I'll work. So, wie es hier weitergeht, schauen wir uns beim nächsten Mal an. Dann kriegen wir auch erklärt, was es mit den Sphero-Punkten auf sich hat. So, das erfahren wir alles beim nächsten Mal. Dann gucken wir mal, wie wir denn arbeiten müssen. Sicherheit geht vor. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.